volle Entscheidung. Ja. Es ist einfach entschieden worden, mit denen draußen wird ein zweigestellter Mechanik aufgebaut. Und der Stiefel muss denken, ist Prozess-Champion oder wie es jetzt heißt, Paperboard. Und der Schrein ist schon mit der Mechanik. Wir sind beide Prozess-Champion. Und obwohl es mechanisch nicht gut sind. Der Stiefel ist es, der Schrank wird es von der Welt weg. Weil der Prozesschef bei Bord war ja der Magix damals. Ja. Und der gegangen ist, dass der Stiefel tritt. Okay. Zuerst haben sie die Anja gefragt, der hat gesagt, sie macht es, aber nur mit Michi zusammen. Weil die sich gut ergänzen, weil sie kann dem sagen tut, der kann die anderen sagen tut. Okay. Ist abgeben von da nicht mehr. Es kann, So, es kann nur einer sein. Es kann nur einen geben. Es gibt nur einen Highlander. Ja. Dann nimmst du den, der sich gar nicht auskennt. Weil man kann ja keine neuen Modelle ausprobieren, oder? Nein. Das wird jetzt aber anders, was ich gehört habe heute. Heute haben sie das erste Engineering Work Group mit KPR gehabt, weißt du, mit der Fusionierung, was wir da nächstes Jahr haben. Und es wird jetzt nicht mehr das Engineering wird nicht mehr in Disziplinen aufgeteilt, sondern in Fertigkeitsgruppen. Also Anleitungsplan, Auslegung. Also nicht mehr Prozess, also nicht mehr Disziplinen-Dings, sondern es gibt auch kleine Gruppen mit der mechanischen Planung. Das sind super, genau, das sind super Rohrleitungsplanung, dann haben sie ein bisschen Überschneidung mit Leute Sachen auslegen, dann gibt es eine Gruppe, die Tanks und Pumpen auslegen. Also wirklich so Kompetenzgruppen. Das ist sicher besser. Weil das, was bei uns ist, jeder muss alles super kennen, geht nicht. Es gibt einen Porter, das ist ein Softwarearbeiter, der managt das Ganze. Der sagt halt, ich brauche das bis dort von dem und der Mechaniker zu sagen. Ich brauche die Pumpen, ich brauche die Rohrleitungen, ich mache das Layout und so, das heißt das Zusammenspiel. Da hast du ein paar, die viel schnell sind, die Pumpen auslegen, was sie einfach gut kennen. Dann legst du das Layout hin, sagst du, steigen die Pumpen, müssen dort hin, mit dem Flausch. Die machen das dann. Du musst aber genug Leute haben. Ja, das habe ich auch gesagt. Sonst wird es schwierig. Da sind wir zurzeit zu schwach Personal aufgestellt. Unsere Struktur ist so aufgebaut, dass alle alles können wissen. Genau. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Aber der große Christoph, der neue Gruppenleiter, hat selber schon auch angefangen, ein neues Konzept auf dem Ableitung, Abwicklung der Mechanik zu machen, dass der Softwarearbeiter selber nur mehr sich mit dem Kunden beschäftigt, mit den Anforderungen beschäftigt und dann die Leute runter delegiert. Weil ein Grund, warum der Stiefel jetzt absaugt verarbeitet ist, weil er das meiste neben, dass die ganzen E-Mails beantworten und selber zeichnen auch noch muss. Das klingt gar nicht. Deswegen ist zum Beispiel der Stiefel absaugen. Weil das nicht funktioniert und deswegen hat jetzt der Groß Christoph jetzt ein eigenes neues Konzept gekriegt und das wird jetzt wahrscheinlich vermutlich einfließen lassen. Mal schauen, ob es das wird. Also angeblich sind alle sehr positiv eingestellt in dieser Workgroup, weil der kleine Christoph voreingenommen von dem heute und ja. Und im Oktober setzen sich das erste Mal alle Gruppenleiter von BPF und KPD zusammen und diskutieren das. Das ist geil, innerhalb von einem Jahr ändern sie zweimal die ganze Sprache. Thank you very much for choosing Austrian. Servus, take care and goodbye. Aber das ist momentan besonders. Momentan ist aber die Zeit Ja. sehr gut. Ich sage, ich bin dem Ganzen positiv eingestellt gegenüber. Es kann noch besser werden. Ja. Weil wenn es schlechter wird, haut Leute ab. Viel schlechter darf es nicht mehr werden. Wenn es nicht will, dass die Leute nachher dann kündigen. Das musst du dir mal vorstellen, jetzt geht der Stiefel selber auch noch. Ja, Aber
der hat, das ist ein alter Fuchs. Ja, der hat technisch sich was überlegen können. Ja. Aber der hat aber auch Projekterfahrung, weißt du schon? Und hat Erfahrung, ja. Das heißt, der weiß, wie man ein Projekt herangeht und was man Ja, das Schlimme das ist, jetzt auch nichts. 80% der Jungen bei uns wollen nicht zu Meetings fahren und reisen. Die wollen nichts hinfahren. Ja, mit Druck und Zwang kannst du auch kein schlagfertiges Thema aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Weil schließlich dann ähnlich gegen den alle noch freiwillig arbeiten. Ja. Das sind keine Sklaven. Sklaven im Gulag. Das ist so. Das kann auch jeder sagen, okay, heute fängt es mir wirklich an, morgen kann ich nicht mehr. Genau. Also das ist schon ein Wahnsinnszeichen, dass das Stück gehen muss. Dass man für den nicht was gefunden hat. Er hat jetzt zwar ein Angebot gekriegt, dass er seine Projekte fertig macht, die gut laufen, keinen Eigener dazu kriegt dabei. Dann, wenn die fertig sind, der von 3 Monaten Pause machen, nichts tun, also halt daheim bleiben. Und dann kann er wieder kommen.